Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich spiele Moss, der Forgotten Relict. Und da gibt es zwei Bücher. Wir sind bei Buch 1. Und mal schauen, wo uns das hinführt. Die Demo habe ich schon mal angezockt. Die war ganz interessant. Und da dachte ich, das könnte man mal fortführen. Deine Zeit ist nun gekommen, werter Leser. Wir begannen diese Geschichte zwar schon vor langer Zeit, doch wir hoffen, dass du sie zu Ende bringst. Das ist jedoch nicht nur deine Geschichte. Nein, sie ist mit einer anderen verbunden. Und die Reise, die ihr gemeinsam unternehmt, könnte das Schicksal unserer beiden Welten verändern. Also dann, wollen wir beginnen? Ja. Die Nacht der Flammen wurde es genannt. Das, was von diesem dunklen, sternenlosen Himmel kam, würde die Welt von Moss für immer verändern. Die Ruhe, die endlich über das Land hineingebrochen war, wurde durch einen unüberwindlichen Albtraum gebrochen. Und in dieser Nacht waren die Tiere dem Tode nah. Zuerst töteten sie den König. Ein geflügeltes Wesen entsprang den Schatten und riss ihn aus seinem königlichen Schlafgemach hoch oben im höchsten Turm. Anschließend krochen die Schlange Sarfog und die Armeen der Geheimnisvollen aus der Unterwelt empor. Sie verwüsteten die Burg, in der Hoffnung, das zu finden, was dem König seine unbegreifliche Macht verlieh. Eines der sagenhaften Glasrelikte. Die königlichen Wachen kämpften tapfer. Doch schon bald war die Burg von dem Bösen der Geheimnisvollen übernommen. Jeder Raum war verwüstet, jede Statue, jeder Wandteppich und jede Verzierung verhext. Doch das Glasrelikt wurde nie gefunden. Sogar die scheuen Elfen legten in dieser schicksalhaften Nacht ihre Differenzen beiseite. Sie schickten einen großen Champion, ausgestattet mit ihrem eigenen Glasrelikt, um die Schlange und seine eiserne Armee herauszufordern. In der Zwischenzeit führte Sir Argus, Kommandant der königlichen Wachen, die Überlebenden in Richtung Westen, durch einen Tempel, den ihre Vorfahren schon lange verlassen hatten, weit weg von ihren neuen Feinden. Es war eine mühsame Flucht. Nachdem sie den unbegehbaren Sumpf endlich durchquert hatten, fanden sie Zuflucht in einer idyllischen Waldlichtung, die sicher in den Bäumen versteckt lag. Argus eilte an den Rand des Sumpfgebiets zurück, um an der Seite des Elfen-Champions zu kämpfen. Gemeinsam schlugen sie die Geheimnisvollen zurück und versperrten den Tempeldurchgang, der zur Waldlichtung führte. Doch der Champion wurde schwer verletzt. Er zog sich, sein Glasrelikt umklammernd, tief in den Wald zurück, wo er seinen letzten Atemzug nahm. Über ihm wuchs ein großer Baum. Er erfüllte über Jahre hinweg die Pflicht, das Glasrelikt aufmerksam zu behüten und wartete geduldig auf den nächsten Helden. Dieser Held, wenn auch ein unerwarteter, kam genau dann, als man ihn am meisten brauchte. Quill hielt sich schon außerhalb des Sumpfgebiets auf. Die Abenddämmerung brach bereits herein.
Dennoch fragte sie sich, was sie wohl finden würde, wenn sie noch etwas weiter ginge. Sie war sich nicht genau sicher, was sie aufgescheucht hatte, doch sie fühlte sich von dem Wesen, das lautlos auf sie herabsah, nicht bedroht. Quill musste sich beeilen. Die Tore des Dorfes würden bald schließen und die Nacht würde hereinbrechen. Mhm. Das Spiel hat übrigens so kleine Besonderheiten. Wir spielen natürlich die kleine Maus, die steuern wir. Aber die Besonderheit ist, wir spielen auch als Zuschauer. Das heißt, wir können den heilen, wir können Objekte bewegen etc. und Co. Das wird ganz interessant. Und damit müssen wir natürlich auch Rätsel lösen. Und jetzt laufen wir mal weiter. Das wäre zum Beispiel was. Das kann ich als Zuschauer rausziehen. Und kann der kleinen Maus helfen. Natürlich bin ich da runtergesprungen, das war jetzt natürlich nicht so gut. Nee, das ist... Da unten ist aber, glaube ich, was versteckt, kann es sein? Das ist das Loch, wenn ich runterfalle. Alles klar. Ihr Onkel hatte sie oft gewarnt, dass nachts die größten Gefahren drohen. Doch Quill bevorzugte stattdessen die Geschichten über die magischen Wesen, die erwachten, um den Wald zu beschützen. Also vergleich das nicht mit Tomb Raider oder sowas, ne? Was das da ist, das weiß ich noch nicht so ganz. Ein Buchstück oder sowas? Es gibt hier natürlich auch Gegner, die man bekämpfen muss, kann, soll. Je nachdem. Hier haben wir was. Am Anfang haben wir bloß so ein kleines Holzschwert oder was weiß ich, was das ist. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Warte mal, irgendwie kann man hier das Inventar aufmachen, aber ich glaube, das geht hier noch nicht. Das kommt erst später. Da haben wir irgendwas versteckt. Habe ich allerdings auch noch keinen Plan für was. Die Frage,
Kommt man da nicht irgendwie hoch? Ja. Können was versteckt sein? Ja, da ist auch was. Na du? Nicht die. Nee. Ich glaube, da 5 Euro betteln oder so. Nee, geht nicht. Oh, der handelt. Schade, kann man nichts machen. Hallo. Laserbewegung, die interagieren, ja, das ist mir schon klar. Aber ich kann das da zum Beispiel nicht machen, das muss die Maus machen. Und das da aber anhalten. Oder verlangsamen. Oh, nee, da geht's gar nicht hoch. Ich dachte, da geht's vielleicht hoch. Also ein bisschen geschickt muss man doch schon sein, weil sonst muss auf jeden Fall. Komme ich da nicht schon hoch? Ja. Ich denke mal, dass es hier weitergeht. Okay. Dank ihres neuen Freundes gewann Quill kostbare Zeit auf der Sanduhr. Ich glaube, da kann ich runter, oder? Sie rannte auf die Tür der Hütte zu, in der sie mit ihrem Onkel wohnte, in der Hoffnung, er würde beim Anblick ihrer Entdeckung in dessen Legenden eintauchen. Was ich gerade sagen. Das sind ja noch die einfachen Rätsel. Oh, das können wir doch. Onkel Argus schaute zu, wie das Abendlicht langsam verschwand, als Quill durch die Eingangstür ihrer Hütte stürmte. Onkel, das musst du dir ansehen. Wieder mal nach dem Glockenschlag draußen gewesen, sprach er enttäuscht. Quill, ich habe dir schon unzählige Male gesagt. Ich weiß, antwortete Quill niedergeschlagen. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten, aber ich habe etwas Sonderbares und Magisches gefunden. Quills Hände zitterten, als sie ihm das Glasrelikt zeigte. Was ist los? Fragte sie. Panik erfüllte die stoische Miene ihres Onkels. Wo hast du das gefunden? Brüllte Onkel Argus. Quill hatte ihren Onkel noch nie so aufgewühlt gesehen. Westlich der Waldlichtung, erklärte sie.
gleich nachdem ich es aufgehoben hatte, begann mir etwas zu helfen, sagte Quill. Onkel Argus folgte ihrer Geste. Ein Leser? Bei dir? Hier? Jetzt? Quill, was du da gefunden hast, ist sehr mächtig und äußerst gefährlich, sagte Onkel Argus sehr besorgt. Wenn ich dir diese Last abnehmen könnte, würde ich es. Doch dieser Leser hat entschieden. Auch wenn Vollmond ist, ich muss gehen. Jetzt sofort. Quill beharrte. Wohin gehst du? Ich kann helfen. Wir können helfen. Nein, schnauzte er. Sie werden dich finden und in Stücke reißen. Ich muss allein gehen. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit und für alle hier in der Waldlichtung. Seine lange, innige Umarmung verriet ihr, dass ihm Gefährliches bevorstand. Ich komme noch vor Mitternacht zurück. Du musst mir dein Wort geben, dass du bis dahin mit diesem Glasrelikt die Waldlichtung nicht verlässt. Versprich mir das, Quill. Ich verspreche es, sagte sie widerwillig und fragte sich, wo ihr Onkel wohl so spät in der Nacht noch hingehen würde. Zu Burger King? Hey, Kleines! Kleines! Wach auf! Hey, Kleines! Hier drüben! Ich weiß, wo dein Onkel ist. Ich kann's dir zeigen. Ihr seid jetzt zu zweit. Das ist sehr wichtig. Nimm dieses Glasding mit und deinen Kumpel auch. Wir werden sie brauchen. Ja, der Kumpel bin wohl ich. Da ist eine Truhe. Aber die kann ich nicht öffnen. Ich sehe natürlich nichts. Quill rief. Hey, Sternending! Warte! Ja, lass mich erstmal hier oben gucken. Da war sogar was klingt. Schau an. Aber eigentlich dachte ich, kann hier noch was anderes machen, aber schauen wir mal weiter. Quill hatte noch nie zuvor die Bekanntschaft eines Sternendings gemacht. Aus Lagerfeuergeschichten wusste man, dass sie sich oft in die Leben Sterblicher einmischten und Unheil folgte, wo sie auftauchten. Oh Mann. Der Weg durch das östliche Tor war strengstens verboten. Doch trotz ihres Versprechens wusste Quill im Inneren ihres Herzens, dass Onkel Argus sie brauchte. Okay. Das kann ich aufmachen. Quill verlangte eine Erklärung. Sternending, du kannst dir nicht einfach so mit deinen Rätseln hereinplatzen. Wo ist er? Was weißt du? Dein Onkel ist in die Art von Schwierigkeiten geraten, aus denen nur du und dein stummer Riese da oben ihm helfen könnt, herauszukommen.
So, natürlich müssen wir jetzt hier noch irgendwas anderes machen. Hier entlang, Kleines, drängte das Sternending. Und vergiss nicht, deine Ohren zu schützen. Das scheinen sowas wie Portale zu sein. Darf ich da überhaupt rein? Aha. Und ich komme da nicht hoch, oder? Doch. Wie komme ich dann darüber? Den Teil da? Okay, die Maus kann nicht schwimmen. Warte mal, ich glaube, ich hab's gesehen. Nö, schon mal aufgesteckt. Ich weiß nicht, wie viele das gibt, aber man kann bloß... Ah, hier kann man sehen. 31 Stück gibt's. Alles klar. So, jetzt ist die Frage. Nee, da kann man nichts machen. Oh, das ist doch was. Das ist aber oben, ne? Warte mal. Ich glaube, da hinten geht's rum, oder? Nee. Ah, ich seh's. Genau auf der anderen Seite ist das Sumpfgebiet, versicherte ihr das Sternending. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Onkel immer noch dort ist. Gott. Hast du das gehört? Das Sternending wirkte beängstigt. Ich habe in dieser Gegend schon für genug Unruhe gesorgt. Ich darf nicht mit dir gesehen werden.
Ich hol dich später ein. Und sei bloß vorsichtig. Was soll das heißen? Darf nicht mit mir gesehen werden. Oh, ist ja Wasser. Sieht aber böse Ranken aus. Halten. Will zu heilen. Da ist nix, ne? Da ist noch ein bisschen ein Learning by Doing. Moment, was haben wir hier? Gut, das kann man auf jeden Fall zerstören. Au! Ist aber ziemlich empfindlich, die Maus. Da oben ist auf jeden Fall wieder eine Schrift, oder? Muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Da lang. Ich wollte schon fast drüber springen. Aber ich hätte gesagt, hüpf. Oh. Du schaffst es. Dachte echt, ich komme da wieder hoch. Oben kann man auch hin. Was ist das für ein Sinn? Weiß ich nicht. Da ist doch nichts. Warte, man kann den Bildschirm nicht drehen. Das sind jede Menge für deine Scheißdinge. Oh. Oh, böser Käfer. Böser Käfer. Wow. Wow. Dann kommt noch einer. Wer kommt denn für euch noch? Ich die Waffen nicht schlecht. Okay. Geht's denn hier hin? Was hat uns jetzt noch so gefreut? Aus dem Wald war Geflüster zu hören. Gekämpft, als hätte sie die Macht unseres Champions auf ihrer Seite. Eine kleine, jedoch fantastische Gruppe von Elfen erschien und umgab Quill. Ich bin Wada, Prophetin des Ursprungs des Sumpfgebiets. Und ihr seid in unser Gebiet eingedrungen.
Sie musterte Quill mit einem mitleidigen Blick, dann sah sie nach oben. Ich spüre dich auch. Es ist lange her, seit ich die Anwesenheit solch eines vielversprechenden Lesers wahrgenommen habe. Ein junger Krieger marschierte nach vorne. Prophetin des Ursprungs, ich bin bereit, das Erbe unseres großen Champions zu ehren. Nagetier, gib uns unser Glasrelikt. Nagetier? Quill kam näher. Wo ist mein Onkel? Wer, ihr habt ihm wehgetan! Ruhe! Brüllte Wada. Es war dein Onkel, der uns hier versammelt hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Jüngling, ich fürchte, die Bäume verkünden einen Angriff. Dein Onkel wurde zur Burg deiner Vorfahren gebracht. Quills Knie wurden weich, als Wada fortfuhr. Arges ist ein großes Risiko eingegangen, indem er uns hergerufen hat. Einst legte dein Onkel einen Schwur ab, dass er das Glasrelikt eures gefallenen Königs schützen würde. Er ist der Einzige, der noch weiß, wo es versteckt ist. Die Geheimnisvollen streben schon lange danach, ihm dieses Wissen zu entreißen. Und du wagst es, mit unserem Glasrelikt in das Sumpfgebiet einzudringen. Sarfok wird schon sehr bald diesen Wald auf der Suche nach dir und deinem Leser niederbrennen und euch in Stücke reißen. Es sei denn, ihr findet sie zuerst. Nimm diese Geschenke. Diese Waffen wurden einst für den großen Champion, der für deine Leute starb, geschaffen. Quill spürte, wie die Macht aus einer anderen Welt durch sie hindurchströmte. Findet gemeinsam deinen Onkel, bevor die Schlange und seine Meister ihn töten. Der Krieger war wütend. Sie hat unser Glasrelikt? Aber Prophetin des Ursprungs, sie ist doch winzig! Komm jetzt. Der Leser hat seinen Helden auserwählt. Wir müssen ihrer Geschichte freien Lauf lassen, antwortete Wada mit kalter Entschlossenheit und verschwand in den Schatten des Sumpfgebiets. Da scheint es auch nach oben zu gehen. Vielleicht gibt es da was. Die Wölbchen vielleicht? Oh, tatsächlich, da ist was. Da ist mir das aber Ding. Ich schon, das müssen wir da rüber. Da rein. Ist hier noch was? Nein, ne? So. Es war Quills Lieblingsgeschichte, wie Sir Argus an der Seite des großen Champions kämpfte, um den Geheimnisvollen den Zutritt zum Tempel zu versperren und somit das Überleben ihrer Art sicherte. Schon allein in ihre heldenhaften Fußstapfen zu treten, war eine riesige Ehre. Naja, schauen wir doch mal, wo uns das hinführt. Ich sehe doch da drüben was.
Ich weiß nicht so genau, was das da ist. Vielleicht komme ich da oben rum? Ah ja. Ich weiß noch nicht so genau, was das sein soll. Darüber? Hm? Okay, warte mal, das müssen wir uns ja noch ein wenig genauer anschauen. Irgendwie müssen wir das Ding dann da aufkriegen. Okay, das geht so nicht. Das kann ich aber auch nicht bewegen. Ich glaube... Nee, das geht so nicht. Oh, schau an, da gibt's einen Weg. Ah, okay. Na schon. Gar nicht so schwer. Licht aber noch was. Ja, und hier würde man sagen, ist ein ganz guter Platz für ein Päuschen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.